Hallo, ihr wundervollen Menschen. Willkommen auf meinem Kanal. Ich bin die Siri und ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und Life Coach. Und auf diesem Kanal dreht sich alles um die Musik, den Deep Dive in die Lyrics, in die Melodien, in die Visuals und alles, was sonst noch dazu gehört. Ich versuche alles aus psychologischer und aus philosophischer Sicht zu betrachten und versuche, so viele Layers wie möglich aufzudecken, was mir manchmal mehr und manchmal weniger gut gelingt. Aber so ist es. Und ich sehe gerade, ich muss hier mal das Fenster noch ein bisschen adaptieren. Oder auch nicht. Nee, noch nicht, ne? Ich glaube, das gehört so. Okay, interessant. Dann adaptieren wir es doch nochmal so. Und so. Anderes Videoformat. Spannend. So, also, genau, wir haben heute Impatient, Ren und Krass Verbi. End of the World. Ich bin sehr gespannt. Ich war gestern nur so halb, quasi bei der zweiten Hälfte der Premiere dabei von den 6 Songs, die gestern noch rausgekommen sind vom Album. Jetzt ist das ganze Album online Asylum. Also wenn ihr Bock habt auf die letzten 3 Songs, die veröffentlicht wurden, ich verlinke euch das und dann guckt ihr da auch nochmal vorbei. Ansonsten bin ich sehr gespannt. Ich habe nämlich noch keine Ahnung, was mich erwartet. Ich weiß nur, dass viele anscheinend den Song feiern. Und ja, lasst uns starten. Let's go. It's the end of the world. Everybody that you love's gonna die. Get up, buckle up, knuckle down, bust your bubble, shopping for some hope in the dust and the rubble, yeah. Wash your knees for you to keep you scared. Buy your reinforced bunker so you're well prepared. Medication corporation TV screens collectively collapsing the American dream. And keep up your 9 to 5 to play the slot machine. And keep on watching this apocalypse, hypocrisy is rife. In the Senate, politicians are demented. Cue collision course that we should have all prevented. Hey, we're gonna die, sugar, it's okay. Just another supernova in the Milky Way. I call 911 666 911 on a rocket ship to Mars when they block the sun. Blow it up, atomic energy with hydrogen. Here's a serving of Corona for your dying lungs. Cough it up, hey, hey, it's the price we pay. It's the fate of the human race. So much darn potential gone waste. Welcome to the end of the day. See the chemtrail clouds on a summer's day in the sky. Watching as the fires rage and the polar bears drown. Baby, it's okay to be fine. Don't forget to medicate. It's a sick, sick world, but I feel great, so come on. Welcome to the end of the world. Wake up to the heavy metals that are blowing on the breeze. The smoke from the wildfires, I could barely breathe. Whales washing up on them rising seas. And got a bunch of fucking plastic in my mac and cheese. Yeah, the food's all poison, so we're all sick. Trade a double quarter pounder for a chemo drip. Soak it up while we argue about the politics. And keep a full speed sprint toward apocalypse. I know AI's got us in that scope. And when they choose to terminate us, and that's all she wrote. Feel like God went ghost and they monetize hope. While they selling us a noose that'll fit our throats. We could use a little help from the Vatican. When they're not busy with the kids, they be trafficking. Allegedly, go and get another jab again. And just ignore the black box on the packaging. Shoot it up, hey, hey, it's the end of days. Nothing left that we could say. 'Cause it looks like we're fucked either way. What the fuck? Oh shit! Welcome to the end of the day. See the chemtrail clouds on a summer's day in the sky. Watching as the fires rage and the polar bears drown. Baby, it's okay to be fine. Don't forget to medicate. It's a sick, sick world, but I feel great, so come on. Welcome to the end of the world.
Welcome to the end of the day. See the chemtrail clouds on a summer's day in the sky. Watching as the fires rage and the polar bears drown. Baby, it's okay to be fine. Don't forget to medicate. It's a sick, sick world, but I feel great. So come on. Welcome to the end of the world. Jesus. Welcome to the end of the day. See the chemtrail clouds on a summer's day in the sky. Watching as the fires rage and the polar bears drown. Baby, it's okay to be fine. Don't forget to medicate. It's a sick, sick world, but I feel great. So come on. Welcome to the end of the world. One more time! Or not! Or not. Bye. Yeah, of course. Ja. Was soll ich sagen? Ähm. Ja. Welcome to the end of the world. Wo fange ich an? Es gibt so viel. Und es spricht eigentlich alles für sich selbst. Ich liebe diese Aufmachung, dass das wie so eine 90er-Jahre-Serie ist. Wahrscheinlich deswegen auch das Videoformat. So diese Sitcoms, ne, wo applaudiert wird und gelacht wird und sowas. Und wo alle immer irgendwie gut drauf waren. Also was heißt gut drauf waren, ne? Aber die Intros waren halt immer dieses Hallo. Das haben sie sehr, sehr gut dargestellt. Love it. Und dann diese Abstrusitäten, ne? So mit dem Roboter und den Zombies und Aliens und diesem komischen, ich weiß nicht, sollte das so ein Sasquatch werden oder was auch immer, der da mit dem hübschen Mädel und so. Diese ganze Skurrilität. Und es wirkte schon fast wie so ein Zirkus, ne? So völlig überdreht und das bei so einem unglaublich ernsten Thema. Und es spiegelt es so ein bisschen wider, ne? So wie, ich glaube, Ren und Webby irgendwie auch versuchen, so ein bisschen damit umzugehen. Muss mal hier kurz ein bisschen nachjustieren. So. Dieser Punkt, es ist einfach so viel Scheiße da draußen. Und ich meine, Webby hat Raw Swords 7 gemacht. Das sagt schon einiges. So. Und Ren macht ja auch unglaublich viel Systemkritisches, ne? Das heißt, die beiden setzen sich ja sehr, sehr viel damit auseinander. Und bringen das an die Öffentlichkeit, zeigen, was sie denken, was sie wahrnehmen, was sie sehen. Und ab einem gewissen Punkt der Frustration, der Angst, der Wut, der Verzweiflung, greift man irgendwie doch zum Humor zurück, weil es alles so abstrus ist. Und man sich denkt, was ist das denn hier für eine Shitshow, die hier läuft? So, was passiert hier eigentlich? Und alles, was wir tun können, ist hier irgendwie zu sitzen, in unseren Sonnenstühlchen im Garten und dieser Shitshow irgendwie zuzugucken. Ja. Was soll ich sagen? Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt nochmal so einen Deep Dive da reinmachen will. Ich glaube, wir können das erstmal so stehen lassen. Sie sprechen auf jeden Fall was an, was sehr vielen Menschen auf der Seele liegt. Wo viele Menschen unglaublich viel Angst haben. Wo viele Menschen aus dieser Angst heraus auch in Theorien reinrutschen, die vielleicht ein bisschen abstruser sind und ein bisschen realitätsferner sind. Und gleichzeitig ab einem gewissen Punkt hat man so ein bisschen das Gefühl, dass man gar nicht mehr so richtig weiß, was ist jetzt inzwischen zu abstrus und was ist tatsächlich Realität, obwohl es schon so abstrus oder so absurd klingt, dass man eigentlich denken würde, das hat doch nichts mit Realität zu tun und irgendwie ist es das doch. Und ich meine, hinter jedem Ding steckt ja auch gleichzeitig immer ein Körnchen Wahrheit. Meistens wird es dann nur
ein bisschen verunstaltet und lauter Dinge werden hinzugefügt über den Buschfunk und was auch immer. So. Und gleichzeitig gibt es Dinge, die so erschreckend und so schockierend sind, dass man sich wünscht, dass sie nicht wahr sind und sie sind einfach nur scheiße wahr. Und sie werden einfach unter den Teppich gekehrt. Und man fragt sich, wie geht das? Wie kann das passieren? Und dann kommt wieder die Hilflosigkeit rein. Und ich glaube, dass Ren und Webby deswegen auch so viel mit Humor arbeiten, weil das so ein bisschen der Outlet ist. So ein bisschen die Gegenbewegung zu all diesem Kram, der uns umgibt. So, ja. Ich lasse es so stehen. Es wird heute mal ein sehr kurzes Impatient-Video. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Freude mit mir, das Video zu gucken. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da. Aktiviert die Glocke, abonniert den Kanal. Wenn ihr das noch nicht getan habt, abonniert auch den Kanal von Ren und den von Chris Webby. Ich packe hier auch nochmal so eine Infokarte und so mit rein, wo ihr dann reingucken könnt. Liked das Video, supportet und so weiter und so fort. Ihr wisst Bescheid, ne? Und ansonsten kommen jetzt noch demnächst dann die nächsten Songs raus. Die letzten 2 dann sozusagen. Und danach wird die Reise natürlich trotzdem auch weitergehen. Es gibt noch ein paar alte Sachen von Ren, die ich noch nicht gemacht habe. Ich habe überlegt, noch ein paar Sachen von Big Push zu machen. Es werden noch ein paar Sachen von Chris Webby kommen. Anscheinend hat Chinchilla jetzt gerade irgendwie Release-Geschichte am Start. Da habe ich heute den ersten Song gemacht. Der wird auch bald kommen. Oder ist sogar schon draußen. Ich weiß noch nicht, wer zuerst kommt. Genau. Also, wenn ihr da Bock drauf habt, bleibt dabei. Und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Macht's gut.